So this is the infamous Gucken wir mal, wie stark Avada-Kedavra ist. Now that's taken care of. I need to find the heirloom for Milo's door. Summoners Court Match 5. Das machen wir doch mal. Das soll jetzt angeblich wieder das letzte sein. Vor dem letzten. Vor dem letzten. Vor dem letzten. Erstmal so Avada Kedavra. Ja. Schade, niemand da, mit dem ich es feiern könnte. Und damit herzlich willkommen zurück zu der zauberhaften Welt von Hogwarts Legacy. Wir sind Dixes Aquaregia Level 34 und dürfen als erstes mal die Grafiktreiber wieder umstellen, weil ich wieder ein neues Update gemacht habe. Ne, sie sind tatsächlich alle auf Low. Warum? Dafür hat aber das Shader-Rendering ziemlich lange geladen. Naja, whatever. Wir starten rein. Ja, wir haben letztes Mal den tödlichen Fluch Avada Kedavra gelernt. Und heute sollen wir Professor Fick in San Bakas Pensive Chamber treffen. Für einen Trail. Weil wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Ranrock weiß jetzt irgendwie von irgendwas Bestimmten. Ich habe vergessen von was genau. Und weil wir uns so beeilen müssen, machen wir auch erstmal ein paar Nebenquests. Und ehrlich gesagt will ich auch ein paar Moonstones finden, damit ich wirklich mal Alohomora Rang 3 lerne. Weil ich habe keinen Bock mehr, dass mir irgendwelche verschlossenen Türen Loot verwehren. Wen haben wir denn hier? Pardon me, is everything alright? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Ja, gut, aber... Also manche Sachen so, was weiß ich, oh, da ist ein Fußabdruck von dem und dem auf dem Boden, den dürfen wir jetzt nie wieder wegwischen, weil es ist ja ein Part von der Geschichte. Ja, man kann es auch übertreiben, ich meine, ja, es sind Glocken, die haben schon vielleicht einen historischen Wert, aber die Argumentation alleine zieht nicht. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Ja, sie übertreibt es ein wenig. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Das Problem ist, ich bin zwar nicht tone deaf, I imagine the bells are just inside in the bell tower. aber ich weiß ja auch nicht, wo welche Bell vorher war. Also bringt es mir auch nichts, wenn ich zwar den Klang ermitteln kann, aber ich weiß ja nicht, wie es vorher geklungen hat. Ah, the bells must be upstairs. Und eine Chest. Ich wusste gar nicht, dass es hier einen Upstairs gibt. Was zur Hölle ist das? Achso, das ist eine Bell. Accio, Wingardium Leviosa. Ah, found them. I'll have to get those up there somehow. One up, one to go. Also, dafür muss man auch nicht... Also, beziehungsweise da ist es auch scheißegal, ob man tone deaf ist, wenn man die einfach in der Reihe aufhängt.
Wingardium Leviosa. Packst die größere einfach da dran, wo sie in der Reihe hingehört und fertig. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Schön klingt's jetzt trotzdem nicht unbedingt. So, ich habe deine Glocken auch wieder aufgehangen. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Rampentorn. Oh, was haben wir hier denn? Serpentine Beast Window. Although Slytherins like to think this window is somehow a tribute to their house founder, it is actually a serpentine beast coiled around a tree that extends from the mouth of the legendary Green Man. Gut, muss ja auch nicht immer alles, was mit Schlangen zu tun hat, mit Slytherins zusammenhängen. Never forget what that Hufflepuff girl said Hello, in Hamora. 1421. What lovely stone. Oh, that's class, that is. Okay. Was haben wir hier so? Wo sind wir hier schon wieder eingebrochen? Attention! I have been advised that various members of staff would like to organize a social gathering. I have no objection to this and shall leave it to those so inclined to fraternize, ensuring that such activities fall outside of school hours, of course, and that nothing so jovial as to disrupt my concentration should occur. Likely I shall be busy on the date, but will review the invitation when received. I recognize that my absence will mar the engagement. Also, 1/2 of an hour should be sufficient, and please be mindful that any sort of musical presence would be strictly prohibited. Phineas Nigellus Black, Headmaster. Yes, no confectionery shall be served, lest they attract a stray rat or neasel. Also, please try to limit the number involved in this frivolity to 4. What the fuck? Kein Wunder, dass er der unbeliebteste Headmaster aller Zeiten ist, ey. Wer hat ihn überhaupt zum Headmaster gemacht? Warum wollte der überhaupt Headmaster werden? So, dann haben wir hier schon mal einen weiteren Demiguise. Dann fehlen nur noch 3. Also, wenn sich Mr. Moon nicht wieder entschließt, dass wir noch mehr brauchen, spontan. Gut, ich glaube aber auch, das war der letzte Demiguise in Hogwarts. Das heißt, die anderen müssen wir auf der World Map finden. Jetzt haben wir hier schon wieder eine Quest. Sebastian in the Undercroft. Hat er mir eine Eule geschickt und ich habe es nicht mitbekommen? Ja, das machen wir gleich. Ich möchte erstmal die Demiguises finden. Also in Hogwarts haben wir alle Demiguises. In Hogsmeade fehlen halt 4. Jetzt ist aber die Frage, ob manche davon eventuell hinter Level 3 Loks sind, was komisch wäre. Aber könnte ja sein. Vielleicht kriegt man ja noch andere Belohnungen davon. Wir checken einfach mal diese einzelnen Lofts ab in der World Map. Das geht ja schnell. 3 Stück brauchen wir ja nur. Hello, Hamora. Revelio. Hier muss doch Loot sein, wenn die Tür verschlossen war. Ne, hier war ich anscheinend schon mal drin. Warum war denn dann die Tür verschlossen? Interesting. Echt interessant, was man so alles mit den Gegnern machen kann. Und ich finde das auch gut, dass sie durch Quests einen darauf stoßen. Wo ist hier der Demiguise? Dunkle Häuser gibt es ja nicht und außerhalb eines Hauses war er bisher noch nie. Ich habe eine Katze gehört? Ja.
Bombarder. Stupefy. Bombarder. Leben hier aber auch sehr gefährlich, die Leute. Hier ist ein Level 3 Log. Aber hier ist der Demigeist nicht hinter. Fine now, Demi guys. Ich glaube ihnen mal ein bisschen Gold, ne? Stört sie anscheinend nicht. Demigeist ist anscheinend hier in dem Haus irgendwo. Da. So, next up wäre hier und dann fliegen wir hier rüber. Ja, das klingt nach einem Plan. It's you. Thank you again for saving me. Thank you again for finding my dear Archie. Kein I Ding. honestly don't know what I would do without him. He's all I have now. Dafür klaue ich hier auch ein bisschen. So much like his father. Dann hier rüber. Balloons. Und da unten ist eine Merlin Trial. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Imperial. Crucial. Was haben wir denn hier? Oben ist wieder eine Kugel. Und da muss sie hin. Confringo. Gut. Sollte ja nicht allzu schwer sein. Die braucht nur einen Schubs. Finde ich ja so. Braucht gar nicht hingucken. Meine Güte, Not ey. so tricky after all, Merlin. Ich stecke hier irgendwie im Boden fest. Hier ist noch eine Merlin Trail. Direkt 5 Meter weiter. Da oben ist noch eine. Was ist hier denn los? Hier haben wir anscheinend Schmetterlinge. Lumos. Aber wo sollen wir sie hinbringen? Das hatte ich auch noch nie, dass ich die Schmetterlinge zwar hatte direkt, aber ich nicht weiß, wohin damit. Revelio. Oh, Lumos. Revelio. Lumos. unten ist anscheinend so ein Stein. Wenn wir nicht sterben beim Fallen. Revelio. Da ist noch einer. Und da sind auch noch Schmetterlinge. Your poaching days are over. Ja, das würde ich aber mal meinen. Lumos. So, wo sind die letzten paar Schmetterlinge? Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass die hier oben sind. Dass man die immer so eine Klippe runterbringen muss jeweils. Also von da nach hier, von hier nach da, von da nach da unten. Und das heißt, hier auf der Ebene müssten noch irgendwo welche sein, wenn diese Logik zutrifft. Was aber nicht danach aussieht, ehrlich gesagt. Weil ich sehe keine. Hier sind welche. Ja, dann trifft die Logik nicht zu. That's that. Settled. Wie ein Haare gefangen. Das ist aber kein Magical Beast. Lassen wir ihn aber trotzdem mal frei. Aloha Mora. Lauf, mein Freund, lauf. Gut, gut. Da oben war noch eine Merlin Trial. Und hier hatten wir wieder eine Kugel. Das habe ich gerade schon mit Rebellion gesehen. Oder? Nee. Das sind diese Kugeln. Gut, davon brauchen wir ja mehrere. Da ist auch noch einer. Und
da oben. Aber wo sind die Gegenstücke dazu? Hier ist auf jeden Fall dieses Dorf, was ich gesucht habe. Revelio. Bombarder. Kleiner Lag. Spiel muss ich gerade erstmal fangen. Irgendwas stimmt hier nicht. Accio. Irgendwas hat dem Spiel überhaupt nicht gefallen. Das scheinen sogar die Kugeln gewesen zu sein oder so. Irgendwas in der Richtung gefällt dem Spiel überhaupt nicht. Da wird irgendwas gerendert, wo das Spiel sagt, nö. Oh, hier sind Schmetterlinge. Ich bin aber gerade auf der Suche nach Kugeln, ehrlich gesagt. Und mal wieder weiß ich nicht, wie weit die überhaupt weg sein können. Hä? Die Schmetterlinge sind wahrscheinlich... Das war auch schon letztes Mal das Geräusch. Das heißt, dass die Schmetterlinge einfach an ihrem Ziel angekommen sind. Was auch immer das bedeutet. So, ich weiß ja, was es bedeutet, aber das ist halt so... Was bringt mir das, wenn ich nicht da bin? Could it be a Merlin trial? Machen wir 2 gleichzeitig. Revelio. Hier suchen wir allerdings so eine große Kugel. Die wahrscheinlich hier oben ist. Irgendeine Nebenquest. Ein Brunnen. Excuse me? Hello? Hello? There's a voice coming from that well. Can you help me? Kommt drauf an. Is someone down there? Down there? I beg your pardon. I'm here. There's no one here but me. Confringo. Some thoughtless wretch casually tossed a bit of parchment into me and it caught. If you could please take it. Okay. Irgendeine interessante Map. Irgendeine Insel. Da ist ein Baum. Da sollen wir Levioso drauf casten. Da sind irgendwelche Ruinen. Seems to be some sort of map. Thank you. Oh, thank you. What a relief. I hope the map serves you well. At least better than it did me. Serves you well. Well, yes. These Merlin trials won't get the best of me. Immer noch nicht viel weiter mit den Kugeln hier. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wo hier noch welche sein sollen. Gehen wir mal ganz vorsichtig in das Leckgebiet. Vielleicht sind die ja noch hier irgendwo. Das sind überall so Big Chests. Einfach so hier hinter. Mal kurz noch auf den Inventarplatz gucken. Okay, wir haben noch mehr als genug. Das sind wir 3 Lok. Oh, das Licht, ey. Voll geblendet hier. Hello, Hamora. What do we have here? A demiguise. Der musste ja hier drin sein. Auch wenn ich nicht wieder weiß, wo du den siehst. Anscheinend schon ein Gespür dafür. Kannst du einfach riechen durch die Wände durch. Er ist nämlich hier oben. So, das müsste jetzt Nummer 13 gewesen sein. Nichtsdestotrotz holen wir mal noch den anderen Loot, der hier ist. Und natürlich auch gleich den Teleportpunkt. Confringo. Oh, mein Stab nur in weiß. Also mein Griff. Und hier haben wir auch noch eine Quest. Is there something I can help you with, Mr. Adley? Edgar Adley? No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes.
Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. Surf it. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. Why would someone risk their life for spider venom? As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable. In large part because it is, as poor Milo has proven, impossible to get from a live acromantula. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Radley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. War ja nicht die erste, die ich getötet hätte. Revelio. Spider parts. It seems someone has been collecting acromantula parts for profit. Lucrative, perhaps, if one is willing to risk one's life to obtain the required inventory. Cave B. Ja, aber wo sind die Kugeln? Leckt es auch nicht mehr so sehr, wenn ich hierher fliege. Oh, da ist ein Boss. Angeblich genau hier. Wahrscheinlich da in dem Keller. Interesting. Da sind welche. Accio. Was seid ihr denn hier für Leute? Entschuldigung, darf ich hier einmal durch? Danke. Vorsicht einmal, schwere Fracht. Revelio. So, und wo sind die letzten? Wo ist überhaupt der letzte Steinhaufen? Da war einer, da war einer. Oben ist anscheinend eine Landing-Plattform. Da rastet eine Hecke geradeaus. Hier oben. Revelio. Eigentlich müsste man meinen, dass sie ja dann hier irgendwo in der Richtung wären. Hier sind sie. Accio. Blub, blub. Not so tricky up. So. Erste Aufgabe, zu Mr. Moon zu gehen. Wo war das denn nochmal? Hier, ne? Effekte die Dauer da. Da sollte er sein. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. Incredible. Thank you. You're ready for the final Alahomora lesson. Danke. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Ich frage mich echt, was das dann noch Now bringt, that wenn wir ihm you've noch mehr mastered bringen. Alahomora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. Marvelous, simply marvelous. I've never seen the headmaster so regal. Actually, I have come to think of it. His way, really, isn't it? Scrope's master is indeed regal, sir. You wouldn't mind having a little sweep over mine, would you? Scrope may only carry out the requests of Scrope's master, sir, as Scrope is sure sir knows. Yes, of course, I'm familiar. It's just that there have been attempts over the years to dust my statue. But
no one has ever cared enough to do the task properly. Scrope is most sorry for Sir that no one would care about Sir and leave him so very neglected. Yes, all right, no need to pile it on. Anything to do with the bloody Baron always looks impeccable. And Helena and the Fat Friar. But me, I'm left dusty. Nearly dusted Nick. Poor Sir Nicholas, nearly headless, and also nearly dusted, and never cared for or... Yes, no need to dwell. Scrope, I'm certain the headmaster wouldn't... Scrope's relatives have been beheaded by the Black family, sir. Are you saying that to annoy me? Oh, beheading servants. Yes, I see your point. Now, choose your battles, I say. I shall be polished another day. Oh no. Oh dear. Ach nee, ey. Das liebe ich auch so an dem Spiel. Einfach so diese random Momente. Aloha Mora. Was haben wir denn hier? Revelio. Eine riesige Chest. Ist ein Geheimgang nach oben. Da unten ist irgendwas kaputt gegangen, was ich nicht war. Revelio. Talk to Pippin about the below. How fitting it would be if the key to my cure lay in the obscure. Grainen hair, Angelica, wormwood essence, Lengetine, spleenwort. Okay, ist das hier nicht das Büro von Professor Sharp? Was braucht der denn für eine Cure? Für was? Na gut. Auf in den verbotenen Wald. Effie Bones. Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? Yes, I have some right here. Please take it and be careful. Oh, thank you, thank you. I knew you had a good heart. I feel better already just knowing I have some thunder brew on hand. Interessant. So kriege ich andere Potions. Komischer Potionhandel hier. Ich frage mich, ob Avada Kedavra auf Inferi wirken würde. Weil rein theoretisch sind die ja schon tot. Imperio. It's Nora Treadwell's little Expelliarmus. Defender. Defender. It's the one who dropped the goblin out. Bombarda. Joe's best watch out for you. Der Executioner hält mir viel zu viel aus. Afraid of a fair fight. Careful, this one packs a punch. Defender. The beasts around here can sleep a bit easier now. So, hier oben ist der Teleportpunkt, den ich noch haben wollte. Unten ist ein Merlin Trial. Merlin Trial. When I see one. Ich komme heute irgendwie zu nix. Lass mich viel zu sehr von allen möglichen Sachen hier ablenken wieder. Revelio. Ach, die Dinger soll ich kaputt machen oder so. Oder ist es Jump and Run wieder? No, ich bin runtergefallen. Ich meine, wir könnten cheaten mit dem Besen. Aber das machen wir mal nicht. Sei denn, mich kotzt die Steuerung zu sehr an. Weil ich drücke eigentlich gar nichts, nachdem ich gesprungen bin und er slidet einfach runter. Das ist halt sehr wonky. Ach komm.
Geht das hier überhaupt mit dem Besen? Kann ich hier überhaupt cheaten? Anscheinend nicht. Da muss ich anscheinend mit der Wonky-Steuerung klarkommen. Ich krieg's kotzen, ey. Wo springst du denn auch hin? Ganz ehrlich. Der springt viel zu weit. Es ist nicht wirklich einfach, das zu kontrollieren. Aber vielleicht kann ich anders cheaten. Ne, es beendet sich sofort. Geht leider nicht wie bei dem anderen Puzzle. Ist ja ätzend. Ist ja nicht mal, dass das irgendwie so herausfordernd ist auf irgendeine Weise, sondern es ist halt einfach viel zu wonky. Man kann es halt nicht kontrollieren. Es ist halt wirklich kein Jump-and-Run-Game, deswegen weiß ich nicht, warum sie sowas so einbauen. Also etwas, was halt so präzise ist. Dafür ist das Spiel nicht gemacht. Merlin himself would be proud. Meine Güte. Glaube ich, die erste Trial, die mir wirklich so überhaupt nicht gefallen hat. Jetzt einfach nicht passt zu dem Spielstil. Bei Ancient Magic und 10 Milliarden Spinnen. Spinnen sind nicht begeistert. Confringo. Nummer 1. Nummer 2. Wo ist das letzte? Da oben. That solves that. Ja, hier unten ist anscheinend diese Mantula-Höhle. The cave must be somewhere in this maze. I wonder what else is in here. Genau in die andere Richtung. Ich bin hier einfach drin gelandet. Ich glaube, du willst gar nicht wissen. Also, ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, was sonst hier drin ist. Confringo. Confringo. One who has been interfering with a rather personal matter. The demiguise statues and the rules contained therein were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of others. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those demiguise moons. He's in Hogsmeade, apparently. Perhaps I shall pay him a visit. Okay. Geht's weiter mit den Demigeistes? Confringo. This could be the Acromantula cave Mr. Adley mentioned. So this is the infamous Gucken wir mal, wie obscura. stark Avada Kedavra ist. Now that's taken care of. I need to find the heirloom for Milo's daughter. Ja, nicht so schlecht. Kann anscheinend auch große Viecher ausnocken. Auch wenn es das nicht unbedingt sollte. Weil es ist auch so in der Harry Potter Lore, dass, sag ich mal, größere Wesen auch den Avada Kedavra Fluch halt einfach ablocken. Confringo. Gegen Riesen zum Beispiel wirkt der nicht. Ich weiß nicht, wie es mit Trollen ist. I need to bring this heirloom back to Mr. Adley. Darf ich hier bitte den Portpunkt auswählen? Danke. Hallo? Hasen. Confringo. Gekochte Hasen. You look none the worse for wear. Mr. Adley, I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard!
How did you? Actually, I don't want to know. I don't want to think about that acromantula ever again. Thank you. Thank you very much. I'm glad Milo's daughter will have something to remember him by. I am too. As far-fetched as his schemes were, Milo was a good friend, and I shall miss him. Please, accept this reward for your trouble. I should be going now. Thank you. Milo can rest in peace now that his wishes have been fulfilled and his daughter has something. Aloha, Mora. Ja, jetzt können wir hier auch noch einbrechen, den letzten Loot holen. Check all entrance, yes. So, jetzt möchte ich gerne zu Sebastian gehen. Achso, ich wollte hier auch noch eins wissen. Secret Rooms. Ah, das kann ich nämlich hier auswählen. Map Chamber um Room of Requirements. Da kann ich mich auch direkt rein teleportieren. Wow. Aber die kann ich halt so nicht auswählen auf der Karte. Hätte ich ja lange suchen können. Ja, in die Undercroft geht es anscheinend aber trotzdem nicht. Gut, aber der Portpunkt ist ja auch direkt daneben. Oder eher da drüber. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. Weiß ich jetzt nicht. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Ich sage ja, diese ganze Story um Sebastian, die interessiert mich eigentlich mehr als die Hauptstory bis jetzt. Finde ich cool, dass der sogar hier draußen ist, nachdem er jetzt hier rausgekommen ist. Charaktere verschwinden nicht einfach. Das Spiel ist sehr detailreich. Summoner's Court Match 5, das machen wir doch mal. Das soll jetzt angeblich wieder das letzte sein. Vor dem letzten. Vor dem letzten. Vor dem letzten. Professor Ronan? You're my Summoner's Court opponent, Professor Ronan. Indeed I am. Professors are allowed to have fun once in a while too, you know. Of course. I look forward to playing against you. And I you. I've been playing this for eons, so you haven't a chance of winning. How about we get started anyway? I'm ready. No time like the present.
Und hier ist alles kombiniert. Also der hätte hier auch eine bessere Startposition, muss man ganz ehrlich sagen, ne? I do not recall teaching you how to play like that. Akio! Jetzt ist so ein bisschen cheaty. Er läuft einfach in meinen Weg rein, ey. Aber das soll ihn nicht retten. Ach, Professor. Oh, das hast du aber verkackt. Und jetzt liegst du mir im Weg. Ich meine, ist scheißegal. Ich habe gewonnen, so oder so. Ist egal, was passiert. Aber das ist trotzdem ein bisschen scheiße. Lol, ich habe ihn auf das 100er-Punkte-Ding. Yet another opportunity to learn and improve. Delightful to see such mastery from one your age. Ja, das habe ich auch ein bisschen risky jetzt gespielt, weil ich wusste, dass ich gewonnen habe, aber nicht gedacht, dass sein Ding da auf dem 100-Punkte-Ding liegen bleibt. I suppose there's not much left you can teach me now. One always has something to learn. You see, I just taught you something. As the new Summoner's Court champion, you have earned a token of recognition. Do not let it go to your head. Das ist eigentlich so ein bisschen paradox, ne? Weil wenn ja jemand meint, dass dass es einen finalen Punkt gibt, wo man nichts mehr lernen kann, dann ist seine Aussage ja falsch. Aber wenn es das doch gibt, dann... Ach, keine Ahnung. Das ist paradox, finde ich. I didn't think anyone could beat Professor Ronan. You certainly know what you're doing when it comes to Summoner's Court. Can't believe you beat Ronan. Ja. So, auf nach Hogsmeade. Und hier bin ich jetzt mal gespannt auf diese Nebenquest mit den Demiguys. Wie die wohl weitergeht. Wir könnten jetzt eigentlich auch rein theoretisch komplett Hogsmeade looten. Hallo, Hamora. Kommen wir jetzt überall rein. Ein Stuffed Dragon. Nice. Big Chest. Ich glaube, hinter solchen Level 3 Loks werden wir jetzt häufiger Big Chests finden. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. He's Pierce Pemberton. He's PP. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly, until you started clearing them out.
The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Hier, der Goblins. Na gut. Revelio. Ist ja nicht mehr viel passiert dann. Praktisch nur herausgefunden, wer es war. A demiguise. Mine now, demiguise. Wir haben auch eine Nebenquest in den 3 Broomsticks. Was haben wir hier denn? Brötchen? Berliner? Muffins? Egal was es ist, ich esse es. Oh, I do hope Mary and her neighbours are... Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things. And they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Why are there so many spiders in Arranshire all of a sudden? I honestly don't know. I've never seen so many spiders in all of my life. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her. Why is it you can't conquer your fear of spiders? When I was a small child, I was being tormented and chased by a group of local bullies and slid into the hollow of a tree to hide. Within moments, spiders were crawling over every inch of my body. Seemed I'd stumbled on a nest. I couldn't move, paralysed by fear of the spiders and an equally profound fear of the wizards I knew were just outside the tree. I was there for what seemed hours. I can feel their legs on me now just talking about it. Ugh. Why didn't you ask the ministry for help? I did. Reached out to anyone who would listen. Tried Minister Spout old Spavin himself. But evidently they have their hands full with who knows what else. It seems this little hamlet has to fend for itself. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Okay. Reicht da nicht sogar? Ja, es ist doch sogar das hier mit der Acromantula. This must be Arranshire. I'd best keep an eye out for spiders. Holy shit. Crucial. These are more aggressive than I'd expected. Bombarda! Hinter dem Zaun. Expelliarmus! Bombarda! Confringo! Meine Güte hier. Surely that's the last of them. Hier was reparieren oder? Reparo. Okay. Oh no, this must be Mary. Poor woman. H. I have delivered the spider venom as requested. Prompt payment is now due. The new cluster of spiderlings in my cellar workshop have almost hatched. I can provide more venom soon. Once, of course, I have been compensated for the last delivery. Mary Portman.
If Mary was breeding these things in her cellar, that means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Das ist jetzt, wo der, Revelio. wo der Boss ins Spiel kommt hier. If this is where Mary bred the spiders, they're not here now. Revelio. Vielleicht haben die sich auch schon alle rausgegraben und ich habe die gerade alle getötet. Schon mal daran gedacht? Also wahrscheinlich nicht, weil Spinnen treten in einer enormen Zahl auf, aber... This isn't a good sign. These spiders have gone somewhere. A ladder. Not sure I want to know where this leads. I'd best be ready for whatever I may find down there. Egg sacs. I need to find and destroy all of these before the situation... That's one egg sac. This is definitely going to anger your parents. Crucial. Imperial. Expelliarmus. Avada Bombarda. 8 legs is simply too many. Confringo. Revelio. Hier ist sehr viel verstecktes Vieh. I don't see them. Da muss sie halt auch ein paar mehr Augen wachsen lassen. Hier geht's aber anscheinend weiter oder so. Also erstmal den ganzen Blut abgreifen. Confringo. Confringo. Half finished, but I need to destroy all of the egg sacs. Crucio. Imperial. Expelliarmus. Avada Kedavra. Bombarda. These eggs must be destroyed. Bombarda. I finally found the perfect place to breed my spider colony, and it was quite literally under my nose the whole time. My cellar. Why didn't I think of this before? Why hasn't anyone for that matter? My spiders are growing big and strong, and the silk they produce will make me a fortune. I have wealth at last. No more scrimping on frogs. When I'm in town, it will be marvelous. I suppose I know what happened to Mary Portman now. She was breeding the spiders. Das fällt ihr aber früh auf. Das stand doch schon in ihrem letzten Brief. Can't let you hold out here any more than you already have. Crucial. Imperial. Arresto momentum. Bombarda. Avada Kedavra. Der Flug verfehlt oder so? Was ist hier denn passiert? Crucial. Confringo. Confringo. Defender. Expelliarmus. Not my fault you're a deadly great spider. Confringo. That's the last of the spider sacks. Jetzt wird's er voll. Na super. Irgendwo da hinten ist doch noch Blut. Das kommt jetzt hier wahrscheinlich raus. Ja, war ja klar. That's the last spider. Bombarda. Hey, warum waren die denn nicht geflucht? Okay, note to self.
Aber der Kedavra-Fluch immer auf das größte Vieh casten. Die werden anscheinend nicht so einfach gecursed. No, wait. That's the last one. And she's angry. Imperial! Bombarder! Holy shit. Confringo! Bombarder! Das ist ja schon fast tot. Jetzt wird noch mit der Bossbalken angezeigt und dann passiert damit nichts, ey. Das war's. Revelio. Den ist doch gut. Also ich wäre mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob hier jetzt wirklich alle Spinnen beseitigt sind. Aber okay, nehmen wir das einfach mal so hin. Die Sonne blendet uns wie immer. Balloons. Und ab hier in die Höhle. Upp. Aloha, Mora. This looks intriguing. Was haben wir denn hier? Revelio. Okay. Weird. Zurück nach Hogsmeade. Hier sind so viele Merlin Trails. Und dann auch direkt dran denken zu verkaufen. Oh, auf in die 3 Broomsticks. Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. About my sweet friend Mary. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit, and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary. What untoward scheme were you involved in? If she needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend, but you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the amulet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. Even so, you'll want to prepare yourself. The place needs something of, clean-up. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. To dearly departed Mary. Was steht denn so an? Diese komische Map. Da müssten wir mit Gladwin Moon sprechen, aber das machen wir erst, wenn wir noch ein paar mehr Demiguise-Statues haben. Können wir noch mit Nettie reden? Ja komm, reden wir mal mit Nettie. Die wartet schon lange genug. Some days are more difficult than others. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. Ich habe zwar gesagt, hier fehlt Musik. Aber warum fangt ihr denn jetzt an mit einer fröhlichen Musik, wo sie gerade so was Herzzerreißendes gesagt hat? What the fuck? I'm sorry, Natty.
I wish there was something I could do to help. You have done plenty. In fact, many of my good days are good because of you. The bad days, however, I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Ja gut, hat sich das auch erledigt. Ist ja eigentlich Geschenke oder so? Ich will Weihnachtsgeschenke haben. Gut, jetzt steht die Main Quest an. Und dafür müssen wir hier wieder ganz runter. Und wieder Ashwinders. Stop right there! No. Bombarder, you come to the wrong place, child. One less poacher in the wizarding world. Ist auch noch ein Camp. Guten Tag, Freunde. Defender, Expelliarmus. You manipulated me. Stupefy, Bombarder. Potato, Stupefy. No one to share in my victory. Erstmal so Avada-Kedavra. Ja. Schade, niemand da, mit dem ich's feiern könnte. Catch and throw a disarmed weapon. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Aber mit denen ist es halt schwierig. Expelliarmus. Defender. Potato. Stupefy. So, jetzt können wir mal gucken. Bringt das auf Trolle auch direkt den Instant-Tod? Hey, du da. In der Tat. Wenn man Trolle mit dem Avada Kedavra Fluch töten kann. Wie können dann hier überhaupt tote Ashwinder oder Poacher liegen? Die müssen die doch eigentlich alle können. Sogar eher nach Ashwindern aus. Und die müssten jetzt erst recht können. Wortpunkt. It's like a place right out of a storybook. Und wie in einem guten Storybook muss man erstmal alles klauen. Revelio. Das ist die Chest, ich wollte schon sagen. Wird mir doch eine Chest angezeigt. Aloha Mora. It has been a fortnight since Rookwood banished me to this cursed manor to act as lookout. I'm inclined to think this is a punishment of sort. Why else would he send me to watch over this tedious hamlet with only the company of the dead? Since I've arrived, I've been unable to clear the eerie mist that pervades the rooms of this overgrown shack. The worst part of the place is the cellar, filled with corpses. They've been sealed in here for at least a year. Preserved somehow. How they died, I do not know, but the longer I spend in this place, the stranger I feel. My thoughts are becoming adult. More than once I have considered using dark magic to raise the bodies in the cellar for company or for sport. Perhaps I shall retire now to think it over. Perhaps I won't be alone for much longer. Okay, interessant. Und wo geht's hier in den Keller? Revelio.
Oh Gott, was habe ich da wieder gegessen? Alter. Endlich hier die Tasche durchsuchen. Nicht zu einem Elefanten werden. Okay, hier haben wir auch einen Portpunkt. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the Keepers for information. Okay. Revelio. Bombarda. Confringo. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Okay, das wüsste ich jetzt nicht, aber... Do you recognize the head sculpted there? No. That's a head. I can't say that I do. It appears to be a fearsome beast known as a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Have you ever subdued a graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Das ist dieses Vieh hier wahrscheinlich, ne? Das ich auf der 1 bekommen werde. How about some sightseeing? Speed is unavailable right now. You can't enter while mounted. Ich bin doch schon geentert. What the fuck? Gut, dass ich mir den Portpunkt hier ganz unten gesichert habe. Dann brauchen wir da jetzt nicht hinfliegen. Was haben wir denn hier oben? Wölfe. Never mind, Poucher. Confringo. Stupefy. Und eine Spinne. Ja, aber wir sind ja eigentlich... This must be the place. Hier für diese Merlin Trail da unten natürlich. Oh, here's a pleasant surprise. Confringo. Da ist da oben, habe ich noch eins gesehen. Zwei Stück noch. S1. Landing is unavailable right now. Ja, was soll ich denn machen? Confringo. So, und wo ist das letzte? Direkt da. Confringo. Bisschen versteckt in der Steinwand. These Merlin trials won't get the best of me. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. Ganz schön fettes Vieh.
Ich kann kein Avada Kedavra casten. Ich bin machtlos. Lucio auch nicht. Geht Imperio denn wenigstens? Wo ist er hin? Ja, die Spells haben wirklich keinen Effekt. Ich glaube, ich hab's nur wütend gemacht. Aua! Stop it! Meine Güte! Ah, stop it, verdammte Scheiße! I need your help, friend. Mich würde aber echt interessieren, was passiert, wenn man ihn angreifen würde. Ich meine, es ist total obvious, dass das die falsche Entscheidung ist, aber... Ach, jetzt haben wir einen Mount. Griffin Mount unlocked, Alter. The Grabhorn has a powerful charge attack that deals a large amount of damage to enemies in certain barricades. Hold W to initiate. Keep an eye on the Grabhorn's stamina meter, as charging will drain it. Kann er einfach Wände hochrennen? Wie schon. Faster! Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. We had plans for that. Reductor! No! Confringo!
Gott, das bringt nicht so viele Leute. Holy shit. Okay, jetzt reicht's. The beast is safer now. Running in the 90s. Also richtig viel Schaden macht er nicht. Also ich hätte mir eher so gedacht, dass er so wirklich alles one-hittet, was so in seinen Weg kommt. Was ein bisschen OP wäre, aber... It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. You've heard quite enough. Thought we'd forget about that. Der ist irgendwie unbesiegbar, ich kann ihn nicht angreifen. Meine Fresse. Da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Wo laufen wir? Also, ich weiß, wo wir hinlaufen, aber einen komischen Weg hier entlang. We're crossing that bridge whether you like it or not. Allow me to put you out of your misery. Ich ignoriere die jetzt einfach mal weiter. Angenehmer Ritt auf dem muss es aber nicht unbedingt sein, ey. So wie wir hin und her geschaukelt werden. Komm, der passt da rein. Kannst mir sagen, was du willst. Gib da die Steine ein bisschen an der Seite. Professor Rackham was right to have had faith in you. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. The ones who mastered memories. Achievement unlocked. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morgan, Wirkt ja fast so wie der Imperio-Floh. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students.
We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? Wir hatten ein bisschen was gesammelt. What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Holy shit. She's alive. Der sieht gefährlich wie unser Zauberstab aus. Frag mich, ob das Zufall ist. Revelio. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now? If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward.
I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Grappling with a Grab-Horn. Achievement unlocked. Ich fand das so geil, als er gerade gesagt hat, so, ja, du musst alle die 4 Artefakte, die du in den Trials gefunden hast, nehmen und einen Zauberstab daraus craften. Ich dachte, was? Fakte? Ich habe keine Artefakte. Scheiße, wir müssen noch mal in die Trials. Ich habe aber echt keine Artefakte gefunden. What the fuck? Naja, gut. Ich glaube, hier können wir auch erstmal wieder Pause machen. Wir sind jetzt 75% done, 3/4 des Games. Ja, nicht mehr viel bleibt. Vor allen Dingen könnte ich mir vorstellen, dass die letzten, also viele von den letzten 25% einfach auch so Side-Story-Quests und Chests, Loot etc., was wir halt noch nicht gesammelt haben, sind. Ich glaube nämlich, das zählt auch zu den Prozenten dazu. Das heißt, von der Hauptstory bleibt sogar noch weniger als ein Viertel. Sehr wahrscheinlich. Aber ja, ich bedanke mich erstmal wie immer fürs Reinschalten, wünsche euch allen noch einen zauberhaften Abend, eine zauberhafte Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet, einen zauberhaften Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal in der zauberhaften Welt von Hogwarts Legacy. Bye bye.